Heute bei den Lately News: Hat auf der Höhe von Bautzen ein Schwan für einen kilometerlangen Stau auf der A4 gesorgt. Der Schwan war dabei immer wieder von der einen Seite der Autobahn zur anderen gewandert und wieder zurück. Schließlich konnte der Schwan eingefangen werden. Wie sich jedoch herausstellte, machte der Schwan das alles nur aus Protest gegen Greenpeace und die Fridays for Future Bewegung, weil diese selbst für die Tierwelt tierisch einen an der Waffel haben. Allerdings sind Schwäne auch bekannt dafür, Klimaleugner zu sein. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend wieder mit mir, Florian Strehlitz. Und selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wie aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Wenn man Menschen fragt, wem sie am meisten vertrauen, dann steht natürlich auf Platz 1 der regionale Nachrichtensprecher. Aber nach folgen mit gehörigem Abstand Polizisten und Feuerwehrleute auf den Plätzen 2 und 3. Wobei ich persönlich nur Feuerwehrleuten vertraue, die es mindestens in die Vorauswahl zum berühmten Feuerwehrkalender geschafft haben. Weswegen ich bei einem Feuer sehr wählerisch am Telefon mit der Feuerwehr bin und erst einem Einsatz zustimme, wenn man mir die Bilder der einzusetzenden Feuerwehrleute vorab zugemeldet hat. Da muss das Feuer auch mal warten. Dass Menschen aber immer wieder von falschen Polizisten reingelegt werden, musste ein 84-Jähriger in Berlin-Neukölln erleben, dem dabei Uhren im Wert von über 2 Millionen Euro geklaut wurden. Zum Glück kam die echte Polizei diesen schnell auf die Spur und alle falschen Polizisten wurden recht schnell verurteilt. Nämlich nun als echte Streifenpolizisten arbeiten zu müssen auf den Straßen von Berlin-Neukölln. Härter als jeder Knast auf dieser Welt. Währenddessen in Aachen. Um die finanziellen Löcher zu stopfen, die das Coronavirus in den Haushalt geschlagen hat, haben in den USA schon viele Bundesstaaten Cannabis legalisiert und generieren damit viele hunderte Millionen Dollar im Jahr. Und ein netter Nebeneffekt ist dabei, dass man sich die Sorgen um die Staatsverschuldung oder Corona mit Cannabis gut wegrauchen kann. Natürlich kann Cannabis eine Einstiegsdroge zu härteren Drogen sein, wie Heroin oder die Dr. Oetker Backmischung vom Marmorkuchen. Kann, aber muss natürlich nicht sein. Ich persönlich kenne doch recht viele Kiffer aus meiner Schulzeit, die alle nicht heroinsüchtig wurden, vielleicht etwas Dr. Oetker süchtig, aber trotz oder wegen Cannabis Ärzte, Anwälte, Steuerberater, Piloten, Raketenwissenschaftler, Richter, Lehrer und Polizisten wurden. Wobei letztere auch direkt an der Quelle sitzen, wie Beamte aus Aachen, die nach einem anonymen Hinweis 2 Cannabisplantagen entdeckten und 170 Kilogramm Cannabis im Gegenwert von 1,5 Millionen Euro. Oder, wie meine Kifferfreunde sagen würden, ein verlängertes Wochenende. Derweil im Vatikan. Ich bin ja ein mega Superstar auf Instagram, aber ich bin gegenüber meinem Hund Sisu ein Influencer-Zwerg, da sie der größte Dogfluencer weltweit ist. Nicht nur hat sie den Dackel von Wladimir Putin namens Waldimir Putin hinter sich gelassen, sondern auch die Zuchtente von Dwayne The Rock Johnson namens Dwayne The Duck Johnson. Nur einer, der folgt weder ihr noch mir, und das ist der Instagram-Account vom Vatikan. Aber das kann sich noch ändern, denn wie sich gezeigt hat, ist der Account vom Vatikan nicht so prüde wie die komplette katholische Kirche. Da herauskam, dass dieser ein Bild vom italienischen Model Natalia Garibotto mit einem Herzchen versehen hatte. Wie sich aber herausstellte, wollte der Vatikan eigentlich ein Bild der 90-jährigen Nonne Nataliane Garibotto mit einem Herzchen versehen und nicht das Bild von Natalia Garibotto. Selbiger Fehler passierte natürlich auch beim Liken der Accounts von
OnlyFans, MHD und Pornhub. Passiert mir auch immer. Unterdessen in Bristol. Ich bin ein so begabter Maler, dass es selbst Van Gogh, Picasso und auch Jackson Pollock die Sprache verschlägt, wenn man sie heute zu meiner Kunst befragt. Alleine bei diesem Werk hier haben Beyoncé, Lady Gaga, Adam Driver und Tom Holland vor mir posiert, damit ich sie mit meinem einzigartigen Stil, der angesiedelt ist zwischen Microsoft Paint und Kandinsky, einfange. Dementsprechend kann man dieses Bild nun als NFT für unter 100 Millionen direkt bei mir kaufen. Ohne Rechnung natürlich, ist für uns beide besser. Und jeder, der schon darüber nachdachte, wie man den ollen Schuppen im Garten besser verkaufen könnte, der sollte gebannt nach Bristol schauen. Und dort hat ein Haus, an dem Banksy ein Bild malte, bereits seinen Marktwert von 300.000 Pfund verzehnfacht. Wäre das Werk von mir gewesen, der Wert hätte sich mindestens, wenn nicht sogar mit minus 1 Million verdoppelt. Ohne Rechnung natürlich, ist für uns beide besser. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fernfahrer mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fernfahrer. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu mehreren Staus auf der Abzweigung Teddybär kommen wird und dementsprechend viele weiterhin auf ihre PS5 warten müssen. Halt erst seit November 2020. Also ein fast normaler Juli. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.